Gottes schriftliche Absicherung für seine Gemeinde gegen falsche Lehrer und das Betrugspotenzial finsterer Geister ist die Bibel. Satan versucht alles, um Menschen von der Heiligen Schrift fernzuhalten, denn ihre klaren Aussagen decken seine Lügen auf. Bald wird sich die letzte große Täuschung vor unseren Augen entfalten: die erstaunlichen Wunderwerke des Antichristus. Das Imitat wird dem Echten dermaßen ähnlich sein, dass nur ein einziges Instrument in der Lage sein wird, den feinen Unterschied zu detektieren: die Bibel. Ihre Wahrheiten sind das Maß aller Dinge, der Lackmustest für jede Behauptung und jedes Wunder. Wenn Gott der Menschheit so wichtige Warnungen schickt, dass sie symbolisch von heiligen, mitten am Himmel fliegenden Engeln ausgerufen werden, erwartet er, dass jedes vernunftbegabte Wesen sie ernst nimmt. Die schrecklichen Strafgerichte gegen alle, die das Tier und sein Bild anbeten, sollten genug Motivation sein, die Prophezeiungen gründlich zu studieren, um zu erfahren, was das Mahlzeichen des Tieres ist und wie man es vermeiden kann. Satan ist ständig bemüht, die Aufmerksamkeit von Gott weg und auf Menschen zu ziehen. Er will, dass die Leute nicht selbst in der Schrift forschen und verstehen, was zu tun ist, sondern sich von Bischöfen, Pastoren und Theologen führen lassen. Dann nämlich kann er die Menge ganz leicht steuern. Er braucht nur ihre Leiter entsprechend zu beeinflussen. Christus wusste, dass der Machtmissbrauch, den die Schriftgelehrten und Pharisäer praktizierten, mit der Zerstreuung der Juden nicht aussterben würde. Mit prophetischem Blick erkannte er, wie Menschen sich das Recht herausnehmen würden, das Gewissen anderer zu beherrschen. Eine Anmaßung, die zu allen Zeiten ein furchtbarer Fluch für das Christentum war. Seine vernichtende Kritik an den Schriftgelehrten und Pharisäern und die Warnung an das Volk, diesen blinden Führern nicht zu folgen, wurden daher in der Bibel als Mahnmal für kommende Generationen festgehalten. Gottes Wahrheit und Ehre gehören untrennbar zusammen. Mit falschen Überzeugungen können wir Gott niemals ehren, solange wir die Bibel dazu befragen könnten, es aber nicht tun. Viele behaupten, es komme nicht darauf an, was man glaube, Hauptsache das Leben stimme. Doch was ich glaube, beeinflusst, wie ich lebe. Wenn uns Licht und Wahrheit zur Verfügung stehen, aber wir beschäftigen uns gar nicht damit, ist das letztlich eine Ablehnung, eine Entscheidung für die Finsternis statt für das Licht. Die erste und höchste Pflicht jedes intelligenten Wesens ist, aus der Bibel zu lernen, was Wahrheit ist, danach zu leben und auch andere dazu einzuladen. Wir sollten die Schrift täglich fleißig erforschen, jede Aussage bedenken und Texte miteinander vergleichen. Mit Gottes Hilfe müssen wir selbst unseren Standpunkt finden, denn wir müssen auch einmal selbst Rechenschaft ablegen vor ihm. Wir sollten die Bibel nie ohne Gebet aufschlagen. Nur der Heilige Geist kann uns die Tiefen leicht verständlicher Texte bewusst machen
und auch davor bewahren, schwierige Aussagen zu verdrehen. Engel vom Himmel haben die Aufgabe, unser Herz aufnahmebereit zu machen, damit wir die Worte Gottes so erfassen, dass ihre Schönheit uns fasziniert, wir ihre Warnungen ernst nehmen und ihre Versprechen uns motivieren und stärken. Wir leben in der bedeutsamsten Zeit der ganzen Weltgeschichte. Das Schicksal der rastlosen Menschenmassen auf der Erde steht vor der Entscheidung. Unsere eigene Zukunft und die Rettung anderer Menschen hängen davon ab, wie wir uns jetzt verhalten. Wir brauchen die Führung des Geistes der Wahrheit. Jeder, der Christus nachfolgt, sollte sich ehrlich fragen: Was ist dein Wille, Herr? Was soll ich tun? Wohl dem Menschen, der Weisheit findet. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte.